Stabil seitwärts oder was sagt die EZB? Erneuerbare Energie, ein Schritt vorwärts. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Weihnachtliche Ruhe reflektiert sich schon langsam in den Zahlen. Letzte Woche die US-Arbeitsmarktdaten boten ein noch viel besseres Bild als erwartet. Die fast 200.000 neuen Jobs stammen zu rund 40% aus dem Gesundheits- und Pflegesektor. Ob die Entscheidungsträger der US-Notenbank schon Hinweise für die nächsten Monate geben, erfahren wir heute Abend. Zurück nach Europa. Aufgrund einiger Rückfragen bezüglich Wachstum und Inflation werfen wir noch einen Blick darauf. Die letzte Revision des BIP für das dritte Quartal 2023 wurde letzten Donnerstag bekannt gegeben. Das Wachstum blieb bei minus 0,1%, also leicht negativ. In der Grafik gibt es einen großen grauen Block unter dem roten Pfeil, der für das Minus verantwortlich zeichnet. Das ist der Lagerabbau. Aber salopp formuliert, der hat auch irgendwann sein Ende. Positiv steht der private Konsum, aber auch der staatliche Konsum zu Buche. Und ja, die Industrieproduktion, die kommt noch nicht so richtig in Gang. Schauen wir nach vorne. Das Ablaufen des Lagerabbau und die erwarteten sinkenden Leitzinsen sind positiv zu sehen. Wir sprechen dabei aber nicht nur für Deutschland und für Österreich, sondern über Gesamteuropa. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, die Gehaltsabschlüsse sind absolut gesehen hoch ausgefallen. Und jetzt gestatten Sie mir das Aber. Es gibt massive regionale Unterschiede zwischen den einzelnen europäischen Ländern in Bezug auf die Inflation. Auf der anderen Seite, das ist natürlich die zukünftige Kaufkraft, die die Nachfrage speist. Und es gibt natürlich auch weitere Hürden. In Deutschland fällt zum Beispiel die Energieunterstützung und die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wird auf Normalniveau angehoben. Und die CO2-Bepreisung steigt wie vereinbart in Europa. Nichtsdestotrotz sinkt die Inflation Richtung 2%. Das wurde ja auch klar und deutlich von Frau Schnabel formuliert. Ansonsten hätte sie keine so deutlichen Worte vor einer Woche gefunden, nämlich eine Woche vor der Notenbank-Sitzung. Das zweite große Thema, das uns heute beschäftigt, die Mitglieder der COP28 haben sich geeinigt. Das Ziel ist, bis 2050 treibhausgasneutral zu werden. Zum Jahresende zeige ich Ihnen aber gerne die Fortschritte, die wir in Europa bei der Stromproduktion erzielen konnten. Die Daten stammen vom Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien. Die wichtigsten Verbraucher sind einerseits natürlich der Verkehr, Industrie, Handel, Gewerbe und Haushalte. Bei den Haushalten zu 80% ist es Wärme und da Heizung und Warmwasser. Wir in Europa benötigen ca. 11.000 Terawatt an Energie und ein Fünftel davon wird als Strom zur Verfügung gestellt. Wenn wir uns anschauen, wer sind die größten Produzentenländer? Deutschland und Frankreich stehen an der Spitze in Europa. In Deutschland ist es der erneuerbare Energieausbau, der ohne Rücksicht auf Verluste vorangetrieben wird. In Frankreich ist es zu 3/4 die Atomenergie. Und dort kommt als zweites Standbein mittlerweile die Windkraft ganz nach vorne. Dass Deutschland heuer weniger produzierte, liegt am rückläufigen Bedarf und an den Einsparungsmaßnahmen. In Frankreich konnten auf der anderen Seite durch den normalen Sommer und die guten Flusswasserstände die Atomkraftwerke normal produzieren. Es ist aber immer noch so, dass ein Teil des Stroms aus Kohle, Gas, Öl, Müll oder Atomenergie gewonnen wird. Letztes Jahr waren das rund 60%. Und der erneuerbare Anteil lag bei 40%. Heuer konnte dieser auf 46% gesteigert werden. An der Spitze steht dabei Wind, Wasserkraft und Sonne. Zuwächse sind bei Wind- und Solarenergie sehr bemerkenswert. Übrigens, Österreich ist nicht nur beim American Football Europameister. Wir sind auch bei der Produktion von erneuerbaren Strom mit 86% an der Spitze in Europa. Das war's auch schon für heuer von mir.
Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Und von mir noch alles Gute und gesund bleiben, euer Larry.